Hi ihr Lieben, heute reden wir mal über einen sehr wichtigen Begriff, Trigger. Ich finde, es wird Zeit, dass wir das mal besprechen. Das hier ist Disting, ein Kanal von einer Betroffenen von dissoziativer Identitätsstruktur für andere Betroffene, Helfer und Interessierte am Themenkomplex Komplextrauma. Das Wort Trigger oder je nach Internetkontext triggern oder ich bin getriggert oder das triggert mich absolut oder Trigger Warning. In diesem Video werden schlecht manikürte Hände gezeigt. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Das Wort Trigger ist mittlerweile so weit gereist, dass es kaum noch weiß, wo es herkommt. Und das ist ein Problem. Nicht, weil Sprache sich nicht verändern darf, das tut sie und das ist meistens auch völlig in Ordnung. Aber manchmal werden Begriffe zu Gebrauchsworten, bei denen es unter Umständen zum echten Problem werden kann, wenn man nicht mehr weiß, was sie ursprünglich mal bedeutet haben oder bedeuten sollten. Trigger oder getriggert sein ist so ein Begriff. Trigger ist ein medizinischer Fachbegriff und stammt aus dem Kontext des Psychotraumas. Ganz ursprünglich einmal stammt der Begriff Trigger aus dem Bereich der Waffenmechanik. Klar, gemeint ist der Auslöser einer Schusswaffe, also das Bauteil, das beim Betätigen den Schuss auslöst. Dann wurde das Wort metaphorisch in die Psychologie übernommen als traumatologisches Fachwort und beschreibt ganz konkret einen meist äußeren, möglicherweise auch inneren Auslösereiz für eine Traumareaktion im Körper und im Nervensystem eines Menschen, der traumatisiert ist. Also zum Beispiel jemand, der unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer PTBS oder einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, einer KPTBS leidet. Das bedeutet, dass ein Mensch in einen Zustand äußerster Not gerät in so einem Moment. Ein Zustand, aus dem er sich unter Umständen nur sehr schwer herausholen kann. Und wenn sowas passiert, fungiert der Satz, ich bin getriggert, als absolut ernstzunehmender Hilferuf. Es ist nicht einfach eine Floskel. Naja, oder so sollte es zumindest sein. Aber so ist es nicht mehr, oder? Das Wort wurde zweckentfremdet und ausgeleiert. Heute bedeutet es so gut wie gar nichts mehr. Aber nochmal zu den Wurzeln. Im Traumakontext kann ein Trigger alles Mögliche sein. Ein Geruch, ein bestimmter Tonfall, eine Körperposition, ein Datum, ein Lied, eine Berührung, ein Gesichtsausdruck, sogar eine bestimmte Emotion oder ein Energieniveau, was man fühlt. All das kann als Trigger fungieren. Manchmal weiß man, welcher Reiz es genau ist und manchmal auch nicht, oft nicht, ehrlich gesagt. Zumindest, wenn man es halt noch nicht erarbeitet hat, um was es genau geht. Und was passiert dabei? Das Nervensystem schaltet um, wenn es getriggert ist. Es reagiert so, als wäre das traumatische Ereignis gerade jetzt, nicht als Erinnerung daran, sondern als etwas, das jetzt gerade passiert. Das nennt man in der Fachsprache Intrusionssymptomatik oder einfach Wiedererleben. Flashback. Und es ist ein Kernsymptom einer PTBS und auch einer komplexen PTBS. Das bedeutet, es hat ganz klar eine körperliche Ebene. Physiologisch bedeutet das unwillkürliches Herzrasen, Erstachen vielleicht, Schwitzen, Dissoziation, Panik, Körperschmerzen. Das Gehirn unterscheidet in so einem Moment nicht zwischen damals und heute. Es feuert einfach Alarm, weil es Gefahr erkennt oder glaubt zu erkennen. Auch wenn man gerade vielleicht nur in der eigenen Küche Tee kocht. Die Amygdala, der Bedrohungsdetektor sozusagen, wird hypersensitiv. Sie reagiert auf alles, was dem ursprünglichen Trauma auch nur ähnelt und löst eine Kaskade von neuronalen Reaktionen aus, wenn so ein Trigger passiert. In bildgestützten Untersuchungen konnte man zeigen, dass Gehirnareale, die für das Sehen und die Bewegung zuständig sind, insbesondere der rechte visuelle Kortex, anspringen, als würde man gerade aktiv etwas mit den Augen sehen, ohne tatsächlich etwas zu sehen oder sich tatsächlich aktuell bewegen, ohne sich zu bewegen. Die rechte Hemisphäre feuert während eines Flashbacks, emotional, nonverbal, bildbasiert. Sie übernimmt praktisch das Kommando. Andere Areale werden dagegen inaktiv, sodass man das Gefühl für Raum und Zeit verlieren kann. Die linke sprachliche, analytische Seite im Gehirn wird unterdrückt und geht sozusagen offline. Unter anderem wird das Broca-Areal im linken Frontallappen deaktiviert. Das ist zuständig dafür, Erlebnisse in Sprache zu übersetzen.
Van der Kolk nennt das Speechless Terror. Man ist buchstäblich sprachlos, nicht aus Unwillen, sondern weil das Gehirnareal, das Worte produziert, abgeschaltet ist. Auch der präfrontale Kortex arbeitet dann nicht richtig. Der ist zuständig für rationales Denken und aktive Emotionsregulation. Deshalb hilft oft das, atme doch einfach ruhig, in dem Moment so wenig. Der Teil, der das verarbeiten könnte, ist gerade halt einfach nicht erreichbar. Diese Dinge kann man nicht bewusst steuern. Sie passieren einfach. Man erlebt eine unverarbeitete, fragmentierte Traumaerinnerung genau so wieder, wie sie einmal passiert ist. Ausgelöst durch einen Schlüsselreiz, einen Trigger. Das macht ein Trigger. Hier auf das Ding geht es ja auch um chronische dissoziative Störungen. Und da in dem Kontext ist es wichtig, noch andere Facetten anzusprechen, die so einen Trigger auslösen kann. Denn wenn man komplex traumatisiert ist oder eine chronische dissoziative Störung hat, dann erlebt man Flashbacks eher selten vollumfänglich als komplettes körperliches Event. Viel häufiger erleben wir Intrusionen oder emotionale Flashbacks. Das sind Flashbacks, die fast ausschließlich innen ablaufen und die deshalb besonders oft missverstanden werden, auch übrigens von den Betroffenen selber. Der Begriff emotionaler Flashback wurde maßgeblich von Pete Walker geprägt, der selbst Betroffener und Therapeut ist. Die Idee ist folgende. Beim emotionalen Flashback gibt es kein Bild, keine Szene, kein narratives Erinnern, das man sich anschauen könnte. Stattdessen ist man plötzlich überwältigt von einer Emotion. Scham, Panik, tiefe, scheinbar grundlose Traurigkeit, Wut ohne erkennbaren Anlass, das Gefühl, winzig klein zu sein, das Gefühl, dass man falsch ist, dass man verschwinden müsste, dass alles gleich zusammenbricht, zum Beispiel. Von außen und oft auch vom eigenen bewussten Selbstreflektieren, sieht das nicht so aus wie ein Flashback. Es sieht aus wie eine Überreaktion, wie Empfindlichkeit oder sowas, wie, schon wieder bin ich so komisch. Und das ist eigentlich auch das Perfide daran, weil kein Bild da ist, zweifelt man an sich selber. Man denkt, ich spinne, ich bin zu empfindlich. Oft erkennt man diese Situation nicht als Flashback. Aber doch, das ist ein emotionaler Flashback. Sozusagen ein Bruchstück von einer ganzen Geschichte. Und emotionale Flashbacks sind besonders häufig bei komplexer Traumatisierung. Also wenn Traumata nicht nur einmalig waren, sondern anhaltend sich wiederholt haben. Oder wenn sie sehr früh im Leben passiert sind. Und oft auch beziehungsgebundene Traumata. Das Nervensystem hat gelernt, in bestimmten emotionalen Zuständen zu leben. Und wenn ein Trigger so einen Zustand abruft, ist man da, komplett. Aber ohne Bild, ohne Beweis, ohne Erklärung. Da ist dann nur die emotionale Ebene da. Und es gibt auch noch die Variante eines Flashbacks, der zwar körperlich passiert, aber nur in Fetzen oder in Splitterbruchstücken, während man den Alltag ansonsten halt normal weiterführen kann. Wir hatten zum Beispiel in besonders stressigen Situationen schon optische Flashbacks. Man nennt das auch Pseudo-Halluzination. Pseudo, weil man etwas sieht, das nicht da ist, aber man weiß, dass es nicht da ist. Und deswegen reagiert man nicht drauf, sondern macht halt normal seinen Alltag weiter. Wenn es eine echte Halluzination ist, würde man das nicht unterscheiden können. Man würde denken, dass das echt ist. Aber es ist halt nicht da. Oder es kann auch sein, dass man nur einen bestimmten Geruch wahrnimmt. Zum Beispiel riecht man Verbranntes, ohne dass gerade irgendwas brennt oder Feuer an ist. Und so weiter. Also jede mögliche Variante. Es muss nicht immer die vollständige Situation mit Anfang und Ende und allen Bildern und Geräuschen und Gerüchen sein. Es kann auch fragmentiert passieren. Das will ich sagen. Und dann gibt es noch eine Ebene etwas tiefer, weil bei der dissoziativen Identitätsstruktur, also sowohl bei einer partiellen dissoziativen Identitätsstörung als auch der dissoziativen Identitätsstörung im Vollbild, können Trigger noch einmal anders funktionieren. Nicht grundsätzlich anders, aber halt vielschichtiger. Bei PDIS oder DIS kann ein Trigger Persönlichkeitswechsel auslösen. Eine Innenperson, die mit dem Reiz assoziiert ist, wird dann dominant oder übernimmt die Kontrolle des Körpers.
Manchmal bemerkt die Frontperson das, manchmal nicht. Das passiert einfach. Das geht auch stückweise. Vielleicht wird ein dissoziierter Anteil getriggert, übernimmt aber nicht vollständig. Dann bekommt man was mit. Zum Beispiel redet man Dinge, die man aber gerade gar nicht sagen will oder auch nicht nachvollziehen kann. Das ist uns schon häufiger passiert und es ist echt unangenehm. Oder man merkt halt, dass man den Körper nicht steuern kann oder sich alles ganz fremd anfühlt plötzlich. Und bei einer Dis fehlt manchmal eben auch komplett die Zeit. Manchmal wacht man an einem anderen Ort auf oder steht woanders und weiß nicht, was passiert ist. Wobei übrigens diese Zeitlücken fallen einem oft auch nur dann auf, wenn man gelernt hat, darauf zu achten. Also das geht nicht einfach so automatisch. Das Gehirn ist ganz krass da drin, dich so zu verarschen, dass diese Sachen einfach weggeblendet werden. Ist halt so. Es kann auch sein, dass eine getriggerte Innenperson oder ein Innenkind den Körper nur mit seinen Emotionen flutet oder mit seinen Körperempfindungen oder sein Erleben in die Gegenwart projiziert und sich das irgendwie übereinander schiebt mit dem aktuellen Erleben, ohne dass man das vorne als Frontperson versteht und nicht zuordnen kann, warum man sich gerade so und so fühlt. Auch das ist fast wie ein emotionaler Flashback, nur mit der zusätzlichen Dimension, dass diese Emotion möglicherweise zu einer anderen inneren dissoziierten Persönlichkeit gehört. Und gerade bei partieller dissoziativer Identitätsstörung ist das vermutlich bei weitem die häufigste Version einer Intrusion. Das System ist weniger separiert, aber die dissoziierten Persönlichkeitsanteile sind trotzdem vorhanden und voneinander getrennt. Trigger können Anteile aktivieren, ohne dass es zu einem vollständigen Wechsel kommt. Man fühlt sich plötzlich kleiner, älter, anders, fremder, ohne zu wissen warum. Aber natürlich kennen das auch Menschen mit dem Vollbild-Dis ganz genauso. Ich denke, wir besprechen oft genug, dass strukturelle Dissoziation ein Spektrum ist und die Übergänge fließend sind. Also das, was wir mit einem Vollbild-Dis erleben, ist natürlich auch dasselbe, was man mit einer partiellen Dis erlebt. Nur, dass der Grad der Trennung noch massiver ist. Aber zurück zum Ursprungspunkt. Trigger als Begriff, nämlich das alles wird ausgelöst durch etwas, das mit dem Begriff Trigger bezeichnet wird. Es sind Traumareaktionen, ausgelöst durch einen Reiz, der irgendwo im Nervensystem gespeichert ist und nicht integrierte neurologische Netzwerke zum Feuern bringt. Das ist, was dieses Wort beschreibt. Und das sollte klar machen, dass es für Betroffene ein sehr wichtiges Wort ist. Stell dir vor, du bist auf diese Art getriggert. Eigentlich die einzige mögliche Art, irgendwie getriggert zu sein, wenn man diesen Begriff verwendet. In solchen Momenten kann man kaum denken und hat sehr wenig, wenn überhaupt, irgendeine Möglichkeit, sich zu artikulieren oder sonst was Sinnvolles zu tun. Man presst vielleicht ein einziges Wort raus. Trigger. Und dann sollten Mitmenschen informiert sein. Oh, Achtung, absolute Ausnahmesituation. Das ist ein echter Hilferuf. Das ist ernst. Punkt. So, aber jetzt kommt mein Plädoyer. Jetzt kommt der Teil, für den ich dieses Video eigentlich machen wollte. Schaut, ich möchte kein Oberlehrer sein. Aber heutzutage wurde dieser wichtige Begriff gekapert und zweckentfremdet. Und das ist ein Problem. Er bedeutet alles und nichts. Stellt euch vor, ihr seid in einer psychiatrischen Notaufnahme oder bei einer neuen Traumatherapeutin oder sowas. Und ihr versucht einem Menschen zu erklären, was gerade mit euch passiert, wenn sowas passiert. In einer Situation, in der es wirklich darauf ankommt, dass man euch schnell versteht. Und ihr sagt, ich wurde getriggert. Und die Person auf der anderen Seite denkt, ach so, das heißt also, irgendwas hat dich ein bisschen geärgert. Oder, ach, dir gefällt gerade die Wartemusik nicht. Oder, du bist ein bisschen genervt von der langen Warteschlange, an der wir gerade stehen, weil wir brezeln wollen. Seht ihr, das ist ein Problem. Wenn ein Wort alles bedeuten kann, von dieser Film war gruselig bis zu mein Nervensystem ist gerade im Überlebensmodus und ich weiß nicht mehr, wo ich bin, dann kommuniziert dieses Wort gar nichts mehr. Dann ist es eine leere Hülle. Dann hilft es nicht mehr, sich mitzuteilen. Dann hilft es nicht mehr, verstanden zu werden, wenn man in Not ist. Und verstanden zu werden, das darf in der Traumaarbeit kein Zufall sein. Das ist manchmal buchstäblich das, was den Unterschied macht. Manchmal sogar Leben rettet unter Umständen.
Mir ist ehrlich gesagt ziemlich egal, ob irgendwer das lächerlich findet, dass ich mich darüber aufrege. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube das. Ich sage das, weil Sprache Macht hat, weil medizinische Begriffe immer in einem Kontext existieren, damit Erfahrungen exakt beschreibbar werden. Erfahrungen, für die es vorher keine Worte gab. Das Wort Trigger gab Ärzten und Therapeuten die Möglichkeit, dem Trauma auf die Schliche zu kommen und bestimmte Erfahrungen zu beschreiben und festzumachen. Und es gab Betroffenen die Chance, sich selbst in solchen Momenten zu verstehen und sich anderen verständlich zu machen. Diese Worte können den Unterschied machen zwischen ich verstehe nicht, was mit mir los ist und ich verstehe, was mit mir passiert. Und das ist ein krasser Unterschied. Das verdient Respekt und unserer Meinung nach verdient das auch Genauigkeit. Und überhaupt, denken wir das mal genau umgekehrt. Das triggert mich. Das bedeutet heutzutage ja wirklich alles und nichts. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also, was meinst du damit, wenn du das sagst? Ich halte es für wichtig und relevant, sich akkurat auszudrücken. Was meinst du genau? Was fühlst du genau? Du sagst, ich bin getriggert. Aber du meinst, es hat mich verletzt, dass du dieses oder jenes gesagt hast. Dabei würde man Verantwortung übernehmen für seine Emotionen und sich dem Gegenüber verständlich machen und ihm sagen, worum es genau geht. Oder du sagst, ich bin getriggert, aber du meinst, mir schmeckt die grüne Soße auf dem Salat nicht. Wieder wäre das eine genaue Beschreibung von dem, was gerade los ist und man identifiziert das Problem. Wozu haben wir denn Adjektive? Wie fühlst du dich denn? Bist du wütend, verärgert, genervt, angefressen, überfordert, traurig, neugierig, gelangweilt, misstrauisch? Vielleicht bist du froh, happy, was? All das wird mittlerweile mit getriggert ersetzt und noch viel mehr. Leute, das ist doch Mist. Sag doch einfach, was du denkst. Das hat mich genervt. Für, das hat mich genervt. Das macht mich traurig. Für, das macht mich traurig. Ich habe Angst. Für, ich habe Angst. Das hat mich getriggert. Für, mein Nervensystem hat gerade Alarm geschlagen und ich brauche einen Moment ohne Anfassen. Bitte, danke. Keiner kann sonst wissen, was genau du meinst, wenn du es halt nicht sagst, sondern wenn du irgendwie getriggert bist. Menschen sind sehr unterschiedlich, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Und ich wette, wenn ihr mal versucht, alles genauer herauszufinden, was ihr in dem Kontext besprochen habt, hat sowas schon herbe Missverständnisse verursacht. Besonders übrigens schriftlich, in Internetkommentaren. Und das Problem ist eigentlich noch größer, denn dasselbe, was wir gerade über den Begriff Trigger besprochen haben, könnte man auch über den Begriff traumatisiert sagen. Aber das triggert mich jetzt. Nee, im Ernst. Das macht mich regelrecht wütend und ehrlich gesagt auch ein bisschen hoffnungslos, wie Leute den Begriff traumatisiert verwenden. Das ist wirklich echt entsetzlich. Aber das ist vermutlich etwas für die Kommentarsektion. Also schreibt mir, was ihr dazu denkt und wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Was denkt ihr dazu? Was ist euch schon passiert? Nervt euch das auch so? Findet ihr das schlimm? Ist euch das egal? Haut's raus. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen hilfreich oder zumindest regt es das Gespräch an. Denn das war's jetzt heute schon wieder von uns. Unter dem Video sind wie immer Telefonnummern, falls ihr Hilfe braucht. Und da sind auch Links zu interessanten Homepages und Referaten, die über die dissoziative Identitätsstörung aufklären. Dort ist auch ein Link zu unserem PayPal, falls ihr uns einmalig unterstützen möchtet. Und da ist ein Link zu unserer Steady-Page. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Abos unterstützen. Und wir sehen uns dann bis zu 2-mal im Monat, einmal im Livestream und einmal in einem Videocall. Und bei der Gelegenheit 1000 Dank an unsere wunderbaren Ehren-, Über- und Superdinger, unsere Steady-Abonnenten. Ohne euch könnten wir tatsächlich unseren Alltag nicht bezahlen. Und dafür danken wir euch. Und wir danken dir auch, wenn du dieses Video likest, wenn du es teilst, wenn du kommentierst, wenn du es hypst. Solltet ihr Ende des Monats noch Hype-Möglichkeiten haben, darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns weiter, denn es wäre super, wenn wir die Verbreitung von unseren Videos ein bisschen pushen für dich. Also natürlich nur, wenn euch es wirklich gefallen hat. Ansonsten macht's halt nicht. Oder drückt 2-mal den Daumen runter. Das sagt man ja auch immer so. Ansonsten bleibt mir jetzt noch ein wichtiger Satz zu sagen. Achtung, du bist ein wundervoller, wertvoller Mensch. Lass dir von niemandem etwas anderes erzählen. Danke fürs Zuschauen. Euer Distin. Bis bald. Tschüss.